Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zur ersten Ausstrahlung meines Kurzvideos im Jahr 2026. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen mit ganz viel Liebe, ganz viel Glück, ganz viel spirituellen Segen und natürlich den Dingen, die ihr euch wünscht, ne? Karrieretechnisch, was weiß ich, ist ja bei jedem immer verschieden. Aber das Wichtigste ist, dass ihr unbeschadet ins neue Jahr gekommen seid. Was machen wir heute? Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es hat sich etwas extrem Krasses abgespielt, wie in dem Charlie Kirk Video, was ich euch gezeigt hatte. Wieder ganz viel Numerologie und Desaster und Skandale. Heute mit der Thematik von Anthony Joshua. Vielleicht habt ihr das ja mitbekommen. Der hat ja gegen Jake Paul gekämpft gehabt. Und jetzt nach dem Kampf gegen Jake Paul war der dann halt in Nigeria. Und in Nigeria ist es zu einem Unfall gekommen, wo zwei seiner Freunde, sage ich mal, seine Teamkollegen, aber auch seiner zwei Freunde, wo sie gestorben sind. Und das wirklich zu einer sehr unpassenden Zeit. Sehr, sehr krass, sehr, sehr verrückt. Und warum denke ich, dass das nichts Normales war, sondern dass da sich etwas abgespielt hat? Dazu kommen wir gleich. Schauen wir uns erstmal das Video an. Also hier haben wir Anthony Joshua, der Gott sei Dank natürlich überlebt hat, ne, falls es nicht zu ihm solchen Ritualen gekommen ist und es war rein zufällig. Natürlich wünschen wir ihm eine gute Besserung und seinen zwei Freunden, die gestorben sind, wünschen wir ein gesegnetes Nachleben. Sollen sie in Frieden ruhen? Aber warum komme ich natürlich drauf, dass da sich etwas abgespielt hat? Dazu kommen wir gleich. Es ist wirklich sehr auffällig einfach, ne, was ich wieder gemerkt habe. Ja, das wollen wir nicht sehen, aber schaut euch das Auto an. Also das Auto ist total schaden. Ich habe gehört, das Auto soll in ein LKW reingefahren sein. Der LKW soll einfach nur gestanden haben. Ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, da reinzuknallen. Guckt euch mal das Auto an. Das sieht aus wie ein Thunfischstoß. Also wurde echt zerfetzt. Und die beiden sind dann im Auto gestorben. Das sind die beiden hier. Sehr, sehr traurig auf jeden Fall, ne? Kommen wir jetzt dazu, warum ich denke, dass da sich etwas anderes abgespielt hat. Weil das ist crazy. Aber immer, wenn man gegen diesen Typen hier kämpft, ne, Jake Paul, Jake, der jüdische Paul, ne, darf man nicht vergessen, hier, der hat das ja auch schon in seinen Interviews gesagt gehabt, mit Neon und Elden Rose und was weiß ich, in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten, so in die Wurzeln, und dann ist er jetzt konvertiert. Und ihr wisst eins, ne, das muss man nicht sagen. Also, wahres Judentum ist was anderes als wie diese Leute. Diese Leute konvertieren zum Judentum einfach nur, weil die jüdische Lobby, ne, ob das AIPAC ist, CIO-Lobbys und andere Lobbys, die von überall die jüdische Community finanzieren, die machen das ja eigentlich nur, um Geld zu machen oder Geldwäsche zu machen, würde ich jetzt einfach sagen. Also es ist immer wieder erstaunlich, auch in meinen anderen Videos, ihr wisst, wie viele jüdische Communities sind im Entertainment-Business oder im Show-Business, im Musikbranche, Filmbranche, oder Politik zum Beispiel. Ne? Es ist immer sehr verwunderlich, wenn man bedenkt, wie klein eigentlich diese Gruppe ist. And use it for themselves and for the benefit of Israel. These Jews got the audacity to run around here and want you to cry for them. Let them go cry for themselves. Jews control about 80% of the economy in most Negro communities across the country. Jews are the ones who are robbing us and exploiting us. Jews believe in censorship more than anybody else. All you got to do is start talking about Jews. You'll find all the papers will close up. Dass er dann zum Judentum konvertiert und dann auf einmal die heftigsten Boxkämpfe hat und was weiß ich, das ist in meinen Augen nicht immer rein Zufall. Schauen wir uns mal die Gegner an, gegen die Jake Paul gekämpft hat und was ist passiert. Also, der erste Kampf, wo etwas Krasses passiert war, war gegen Ben Askren. Ben Askren, damaliger UFC MMA-Kämpfer, eigentlich bekannt geworden in One Championship, war eigentlich immer nicht gerade der beste Kämpfer, aber extrem sportlich, ne, muss man sagen. Der hat gegen Jake Paul gekämpft und was ist passiert? Er hatte einen Lungenkollaps. Die mussten ihm eine neue Lunge besorgen, damit er das überlebt. Also überlegt euch das mal, ne? So, erster Kampf gegen Jake Paul.
Zweiter Kampf gegen Jake Paul, Chavez Jr. wurde nach dem Kampf gegen Jake Paul verhaftet und wurde abgeschoben. Dann haben wir Anthony Joshua, kämpft gegen Jake Paul und ist in einen tödlichen Unfall verwickelt. Also irgendein Fluch ist auf diesen kleinen jüdischen Zauberer, der alle seine Gegner bestraft. Interessanterweise muss man halt auch sagen, dass Anthony Joshua dafür bekannt ist, die satanischen Gesten zu machen in seinen Kämpfen oder auch privat. Hier haben wir natürlich das Baphometenzeichen, ne? Ein hoch, ein runter, as above, so below. Hier natürlich die 3x6 auch noch mit dem Auge. Anthony Joshua, hier die Angela Merkel, Pyramiden, Fingerzeichen, Mantra, was weiß ich. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein Freimaurerzeichen. So, hier die Satanshörner. Und dann hat man sowas gemacht, okay, in seiner Karriere. Und auf einmal sein 33. Kampf von Anthony Joshua, der 33. Kampf, die höchste Freimaurerposition, Loge, ist der 33. Grad, ne, der Master. Und wenn man den Master erreicht, dann bekommt man auf einmal, wenn man gegen Jake Paul kämpft, 33 Millionen Zuschauer, komischerweise. In seinem 33. Kampf kommen 33 Millionen Zuschauer zusammen und ich glaube, der wurde auch 33 Millionen US-Dollar ausgezahlt. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, ne? Wenn wir bedenken, was die 33 noch alles so bedeutet. Hier haben wir zum Beispiel den jungen Mike Tyson, da war er, glaube ich, gerade 16 oder 18, mit seinen alten Trainern, sein erster Trainer und ich glaube auch irgendwo sein Händler mit der 33, ne? Hier haben wir Mike Tyson Humiliation Ritual, ne, damit er gegen Jake Paul überhaupt kämpfen durfte, musste er sich vorher erniedrigen, das ist immer gang und gäbe, aber schaut ihn euch doch mal an. Eine kleine, dicke, schwarze Biene. Former Heavyweight Champion, der gefährlichste Mann auf diesem Planeten, einer der besten Boxer aller Zeiten, durch seine Aggression, ist in einem fucking Bienenkostüm und tanzt da ein bisschen rum. Dann haben wir Sylvester Stallone mit der 33. Guckt euch das mal an und guck mal, was für Schuhe der da trägt, ne? Das ist, ja, wie der Bruder hier sagt, ne? Looks very gay. Yeah, looks very gay. 33. Dann haben wir hier zum Beispiel zu den Epstein-Files, ne? Ganz, ganz, ganz frisch. Da sagt nämlich Pam Bondi, es sind 33.000 Epstein-Dokumente veröffentlicht worden. Was ist das für eine Zahl, 33.000? So we have released 33,000, over 33,000 Epstein. 33.000, over 33.000. Ihr wisst, ihr seht, wie wichtig diese 33 für diese Leute sind. KKK, kennt jeder, Kuckucksklan. 11 plus 11 plus 11 ist 33. Charlie Kirks Mützen vorne, 11, 11, 11, 33. Hier, Kindermode, 3 und 3, mit dem allsehenden Auge, ne, dass jeder das sieht. 33. Und jetzt gehen wir wieder zurück, 33. 33 Millionen. Zu seinem 33. Kampf. Und wir wissen, diese Zahl steht immer in Kombination mit Blutopferung, okay? Und dann wundert es mich nicht, dass er in Nigeria ist, in einem Land, wo Hexenkunst, ne, wo schwarze Magie tagtäglich gang und gäbe ist, Witchcraft. Er geht mit seinen Freunden dahin und auf einmal sterben 2 seiner Freunde. Ein Muslim und ein Christ. Entweder bin ich wieder der verrückte Typ, der auf dem Dachboden irgendwelche Verschwörungstheorien ausmalt, oder aber es ist langsam, aber sicher ein Zeichen, dass diese Leute diese Sachen machen und dass sie uns das so oft zeigen und wir einfach weggucken, weil wir glauben, das ist Hirngespenst oder das ist Humbug. Oh, und sowas gibt's ja gar nicht. Nein, das machen die nicht. Doch, die machen das in deine Fresse. In eure Fresse machen die das. Ja, und das, wenn ihr selbst recherchieren wollt, alle Sachen, alle Quellenangaben und dies, das, jene sind natürlich immer unten, findet ihr immer unten in der Beschreibung. Ihr könnt euch ja mal selbst recherchieren über die Zahl 33 in der Freimaurerloge und wie oft die 33 mit irgendwelchen Morden und so assoziiert werden oder in Kombination stehen. Und dann muss man einfach für sich selber mal sagen, weißt du was, ich glaube, sei kritisch hat da echt ein
wunden Punkt getroffen in meinem Leben, dass ich aufgehört habe, vielleicht mal wirklich kritisch zu denken oder über den Tellerrand zu schauen, wenn es doch so offensichtlich eigentlich ist. Es ist offensichtlich. Numerologie, Gematria ist eine der wichtigsten Formeln in unserer Realität. Denn ich sage euch nur eins, wenn ihr euch mit Gott befasst, wie arbeitet Gott? Wie arbeitet er? Welche Dinge sehen wir nicht, aber sie wirken? Frequenzen. Mathematik, Frequenzen, Geometrie. Das ist die Matrix, das ist Gott. Okay? Er wirkt so. Immer in seinen Vorgaben. In Physik, in Chemie, in Geometrie. Das ist sein Werk. So erkennen wir ihn. Und diese Leute nutzen dieses Wissen. Aber für ihre Perversionen und für ihre eigene satanische, dämonische, widerliche, eklige Agenda. Und ihr schaut nur zu. Brot und Spiele für die Welt.